Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Dictes Interviews. Mein Name ist Lukas Schreiner und auch heute haben wir wieder einen mega interessanten Gast bei uns. Und zwar Boho, a.k.a. Lars Kohl, Labelmanager von Janowitz Records. Hallo Lars. Hi, grüß dich. Freut mich hier zu sein. Wie geht's dir? Sehr gut. Ja, wir sehen uns ja endlich mal wieder. Ja. Freue ich mich drauf. Ja, erstes Mal auch tatsächlich hier bei uns in den Offices hier in Stuttgart. Ja, du bist jetzt schon ewig eigentlich bei uns, aber wie hat denn alles für dich angefangen? Vielleicht kannst du ganz kurz mal umreißen, wie es zu deiner Gründung einmal von deinem Künstlerprofil gekommen ist und einmal eben auch dann zu deinem Label. Ja. Angefangen hat das Ganze wir sind im 8. Jahr jetzt. Wir haben im Mai Krass. 8 Jahre. So lange kennen wir uns schon tatsächlich. Und DJ, Producer bin ich seit 4 Jahren. Also Krass. ungefähr ab der Hälfte entschieden, den ganzen Turn gemacht. Also normal läuft es ja andersrum, dass man in der Regel immer erst irgendwie Produzent ist, DJ und in der Materie drin. Ich habe es einfach mal andersrum gemacht. Und es war auch echt super gut und hat mir für meine Karriere eigentlich so direkt diesen kleinen Kick gegeben. Und ja, angefangen vor 8 Jahren durch einen funny Zufall. Okay, erzähl. Funny Zufall war, wir waren damals in Köln feiern, eine Gruppe von Freunden und ich, und hatten dann nach dem Feiern wir kamen um 10 Uhr aus dem Club raus, die Sonne hat geschienen, alles war super geil und ich dachte, jetzt brauchst du deine Sonnenbrille, hab die aber verloren gehabt. So, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Klassischer Samstagabend. Dann. Ja, genau. So total abgefuckt, weil es war irgendwie eine Ray-Ban und dann so, boah, hier unnötig verloren oder geklaut oder keine Ahnung, was auch immer. Und dann habe ich mich mit meinem Kumpel zusammengesetzt, wo wir nach Hause gekommen sind und ich meinte, ich brauche jetzt eine neue Sonnenbrille, lass mal neue Sonnenbrillen suchen. Und dann ist das Ganze dazu gekommen, recherchiert, gefunden und wir fanden gar keine cool, die irgendwie in so einer Range sind, die du zum Feiern irgendwie jedes Mal mitnehmen kannst. Und dann gab es so Vans-Brillen und keine Ahnung und dachte, nee, irgendwie taugt mir das nicht. Wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden. Und dann haben wir die glorreiche Idee gehabt, in China ein paar Sonnenbrillen mit unserem Logo drauf zu drucken und haben die dann am Ende in so einer Charge von 100 Stück musstest du direkt bestellen. Haben wir dann so ein Logo gemacht, was dann halt cool war. Und wir haben auch immer zum Feiern so ein Wort gesagt, so, weil wir haben uns damals, der Name ist damals entstanden an der Janowitzbrücke in Berlin. War dann so the place to be zum Treffen, ja, lass an der Janowitz treffen so, und Janowitzen war irgendwie immer dieses Wort so zum Feiern bei uns und aber auch schon irgendwie 2 Jahre zuvor, ja, und dann ist das Ganze so entstanden, hey, was drucken wir auf die Brille? Janowitz, ganz klar, Janowitz muss da drauf, und dann war der Schriftzug aber zu lang und dann haben wir wie bei Nike quasi so diesen Swoosh, haben wir dann gedacht, okay, wir brauchen noch so ein Logo dazu und haben dann am Ende dieses JW mit dem Dreieck. Das Dreieck steht übrigens für Liebe, Mensch und Musik. Und egal wie man es dreht, es führt immer irgendwie zusammen. Cool, schön. Und ja, dann sind wir halt da drauf gekommen. Komm, hau das Logo drauf, bestell die Brillen. Und dann hatten wir 100 Brillen. Was machst du mit 100 Sonnenbrillen, wenn du da irgendwie 10, 15 Freunde bist, die die Dinger dann haben wollen? Und dann habe ich auch irgendwie wieder so eine Idee gehabt, hey, lass uns die vertreiben. Lass uns den Ed Hardy-Move machen und allen bekannten Musikern und DJs diese Scheißdinger auf die Nase setzen, weil wir kannten halt zu der Zeit auch super viele Veranstalter und so, und dann kamen wir immer in die Clubs rein oder ins Backstage und dann habe ich halt jedes Mal 2, 3 Brillen am Start gehabt, ein paar Sticker und habe dann gewartet, bis der DJ dann ready ist mit seinem Set und den abgefangen so. Das hat dann vor, ja, wie gesagt, 8 Jahren so angefangen, auch noch total grün hinter den Ohren, und ich habe damals schon irgendwie Leute getroffen, von Florian Meindl, Richie Horton damals schon irgendwie so und verschiedene, weil wie gesagt, wir waren ganz gut connected und dann ist das eins zum anderen gekommen. Die Leute fanden es cool, haben die Brillen gepostet. Plötzlich wollten irgendwelche anderen Leute die Brillen auch haben. Dann haben wir so einen kleinen random janowitz.com Online-Shop gemacht und dann konntest du die da kaufen.
Mittlerweile haben wir keine mehr bestellt und gemacht, weil Merchandise ist halt ziemlich anstrengend und ich will jetzt auch nicht so dieser Typ sein, der am Strand hier so Sonnenbrillen verkauft und jeder einem kennt ihn, ja. anbietet. So gar keine Preis. Lust drauf, genau. Und das haben wir dann mit so Merchandise, also dann kamen irgendwann, weil die Leute fanden dann, okay, cool, ihr habt Brillen, so gibt es auch T-Shirts, natürlich gibt es T-Shirt, haben wir dann irgendwann nach einem halben Jahr erstmal einen fetten Kredit aufgenommen, so irgendwie, alles klar, wir packen die Eier auf den Tisch und machen jetzt einfach mal hier so Mama angerufen, hier, wir wollen 10.000 Euro von der Bank, so machen wir das klar. Ja, machen wir, wenn du deine Vision verfolgen willst. Und dann habe ich das mit meinem Kumpel, mit dem Linus, älter gemacht. Der ist Steuerberater, hat also alle Finanzen immer perfekt im Blick. Immer gut, so jemanden im Team zu haben. Perfekte Ergänzung, weil ich bin halt eher so der Quatschkopf und Entertainer und Artist und er ist halt so für die Fakten und für die Sachen, die alle dann 100% sein müssen. Ich bin da manchmal so ein bisschen lazy mit diversen Dingen und er achtet da halt straight drauf und dann haben wir dann gesagt, alles klar, komm, die Nummer läuft so, gutes Team, gute Aufteilung, ich organisiere die Bilder, ich organisiere dafür, dass wir Publicity haben. Am Ende sind wir dann sogar nach einem Jahr schon so weiß nicht, Fame gewesen mit dieser Witzaktion, dass uns spaßeshalber Jan Delay angeschrieben hat, weil er hat auch immer diese Art von Sonnenbrillen an und meinte so, ey Digga, hier, ich dachte erst, er wollen uns komplett verarschen hier, war dann halt super witzig, er rief an und meinte, kannst du mal so eine Packung Brillen uns geben, so, ich würde die auf jeden Fall rocken, weil ich finde die cool, ich finde dein Konzept mit Musik und Fashion halt so kombiniert ganz geil, wollen wir das machen? Ich verstehe die Frage hier nicht. Und dann ist er in Köln gewesen, hat uns dann eingeladen. Auch super cool mit diesem ganzen Konzert. Da hat er so eine Tour mit dem feinen Anzug da, diese Tour gemacht. Und ist dann auch, ich glaube, jetzt schon 6 Jahre her. Und dann sind wir auf dieses Konzert, haben dann mit ihm da gechillt und keine Ahnung, hat er uns promotet. Dadurch habe ich wieder neue Kontakte bekommen und bin dann irgendwann mal bei Straight Outta Compton auf der Filmpremiere in Berlin gelandet. Hab dann Hand in Hand mit Ice-T, mit seinem Sohn, mit den ganzen Actors von diesem Film dann da gefeiert. Und ja, immer bestückt mit Sonnenbrillen, Merchandise und dem ganzen Unsinn. Und hab dann aber, genau, kurze Zeit nach so einem Jahr gemerkt, Merchandise ist gar nicht mein Ding. Wir waren zwar auch auf der Mayday, auf dem ersten Perukaville, mit denen haben wir sogar so eine Collection gemacht, so wissen viele gar nicht, wir waren mit von Anfang an dabei bei diesem riesen Festival, haben dann so ein T-Shirt und dann haben Armin van Buuren, Steve Aoki und so, die dann alle da halt im Backstage waren, durfte dann überall hin, die alle kennenlernen, bin dann mit, auch übelst geile Sau, Armin van Buuren mit ihm mit einem Maserati zur Bühne gefahren, 500 Meter weiter irgendwie so von dem Backstage-Ding, hab mit ihm noch so eine, also ich habe ihm Shirts und Sachen gegeben, dann kam er an mit so einer riesen Pulle, die dann da stand und meinte so, hey hier, ich trinke die eh niemals, lass uns mal so einen Schluck nehmen und dann kippte er Ding und so Drinks aus, so war super funny. Und da habe ich dann halt auch mal so eine Range an EDM-DJs und Topstars kennengelernt. Und es war auch super cool, statt dann mal im dunklen Club immer die Fotos zu machen mit den DJs, die die 200.000 Euro weniger verdienen. Und ja, war auf jeden Fall auch eine coole Erfahrung. Da ist dann immer eins nach dem anderen gekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, mich fuckt so ab, dass ich hier selbst die Tracks, die wir releasen, nachdem wir dann ein Label gegründet haben, ich muss immer irgendwelchen Leuten die Tracks schicken und muss immer abwarten, bis einer dann von meinen Freunden oder den DJs die spielt. Während der Clubnacht immer so, okay, wann spielt er den Release, wann passiert's hier? Dann dachte ich mir, so, ich fange damit selber an, damit ich diese Situation nicht mehr habe. Und als großer Ansporn war dann auch damals, ich habe einen Kumpel aus Indien und der hat dann gesagt, wenn du auflegst, dann buche ich dich für eine Tour nach Indien. Geil. Und dann war so, alles klar, üb mal unten im Kinderzimmer und dann wird die Nummer laufen. Ich hatte ein paar Kumpels, die haben dann so ein Studio gehabt, hatten dann CDJ und Mixer da. Und dann habe ich da halt stundenlang gemixt und habe dann auch für mich schon von Anfang an herausgefunden, lange Sets
sind voll mein Ding. Dann blühst du drin auf, du startest soft und dann geht es immer steiler. Liebe ich auch so total. mega. Ja, macht mehr Spaß, als wirklich nur dieses Peak-Time-Set zu spielen. Auf jeden Fall. Ja, es ist halt so eine Sache, weil wenn du Peak-Time gebucht wirst oder halt so Headliner-mäßig, musst du halt immer so abliefern und immer die Knaller raushauen. Und ich mag halt auch mal Katermucke-Style und verschiedene Sachen. Endlich auch übrigens mal eine EP dort gesigned. Danke an Felten an der Stelle. Und ja, so vom Sound her fange ich dann meine All Night Longs so an und gehe dann halt immer steiler. Mein Sound, Janowitz Sound, gemixt mit verschiedensten anderen Sachen und dann zum Ende raus, keine Ahnung, wo man dann endet, kommt immer drauf an und ich mag einfach diesen Ride und hat sich dann in dem Keller damals schon, weil ich war dann ungestört, konnte dann da 4-5 Stunden lang mixen und hab's dann lieben gelernt und dann ist dann quasi irgendwie so diese Vision von meinem Künstlerprofil entstanden. Ja. Und dann hat ein Name gefehlt. Der Name hat gefehlt und zu der Zeit habe ich noch in so einem Klamottenladen in Köln gearbeitet. Und da gab es eine Kollektion, die Boho-Kollektion. Boho steht aber auch für so ein Lifestyle, für so ein bisschen easygoing und locker und irgendwie so breaking all boundaries. Und dann dachte ich mir, okay, Boho sieht voll cool aus, wie es da steht. Schreibt es mal irgendwie in großen Buchstaben dahin. Dann habe ich mir da so einen Grafiker an die Hand genommen, den ich sowieso durch unser Label hatte, habe mit ihm dann zusammengesessen und er hat da stundenweise die Logos gemalt und den Namen überlegt. Wie gesagt, ich kam immer wieder auf Boho, weil klingt international, ist super einfach zu merken und man hat diesen leichten Reminder, dass fast alle schon mal Boho gehört haben, auch wenn ich es nicht bin. So war dann marketingmäßig natürlich auch ein Clou. Und ja, so ist dann Boho und Janowitz Records bis jetzt entstanden. Cool, lange Story auf jeden Fall, aber mega interessant, das auch mal irgendwie mitzubekommen, wie alles angefangen hat und die verschiedenen Steps, was ihr alles durchgemacht habt, auch auf jeden Fall mega cool. Aber dann ab einem gewissen Zeitpunkt habt ihr ja dann gesagt, okay, wir möchten auf jeden Fall auch Musik veröffentlichen. Genau. Und da habt ihr ja auch einen Vertrieb gesucht dann. Der Vertrieb kam damals, weil ich durch diese ganzen Kontakte und Sachen haben mich dann irgendwelche Leute angesprochen, wo wir dieses Merchandise gemacht haben. Hey, kannst du Bookings machen? Hast du Bock irgendwie uns zu verbuchen? Und da war damals tatsächlich hier Daniel Lettwer, der von Clanzen Lettwer, die hatte ich dann verbucht gehabt eine Zeit lang. Auch wenn es jetzt nicht so der Sound war, den ich geil fand, aber es war so, hey, schmeiß dich ins kalte Wasser, ist so dein Start. Und ich war in diesem Film drin, ey, wir haben jetzt Label, wir sind da unterwegs. Geil, Bookings. Jetzt ist das die Sache, die ich am meisten hasse. Bookings machen ist das Schlimmste einfach. Aber okay, back to topic. Also dann Daniel kennengelernt und dann meinte er so, hey, hier, ich kenne da einen Vertrieb so und die sind ganz geil. Wir sind da auch mit dem Label, mit Dumb Records. Und dann hat er uns dann empfohlen und meinte, ja, du musst aber, da klappt nur, wenn ich dich empfehle und keine Ahnung was alles. Das ist schon so, okay, wenn es so ein Geschäft ist, wo schon so eine Partnerschaft zwischen ihm und dir herrscht oder euch, kann das nur gut sein. Habe mich dann so ein bisschen anderweitig noch informiert, welche Sachen da auch noch cool wären. Gibt ja auch noch 50 andere Vertriebe, aber großer Punkt, ihr seid deutsch und wir wohnen jetzt auch nicht so entlang weit voneinander entfernt und ich fand auch diesen ersten Kontakt immer ganz geil und da dachte ich, okay, komm, machen wir die Nummer einfach mal und dadurch sind jetzt 8 Jahre entstanden. Wahnsinn, ja. Krass. Ja, Wahnsinn, krass, ja. Und man muss ja auch dazu sagen, also du hast es ja vorher erwähnt, ihr seid jetzt im 8. Jahr. Ihr hattet ja auch witzigerweise gestern euer 100. Release auf dem Label. Ja, genau. Was ja auch ein absoluter Meilenstein ist. Erstmal Glückwunsch dazu. Danke. Aber hättest du jemals gedacht, dass es praktisch 100 Releases von Janowitz geben wird? Auf gar keinen Fall. Vor allem auch in so kurzer Zeit, muss man ja sagen. Also es gibt ja teilweise Labels, die sind schon viel länger am Start, aber die sind bei weitem noch nicht bei 100 Releases angekommen. Ja, 100 Releases. Also ich habe damals war der Anfang
zum Starten erstmal so eine Compilation. Wir haben erstmal Tracks gesammelt und gesagt, okay, komm, wir hauen mal so eine Compilation raus. Und ich war ja komplett bloody Beginner, hatte gar keine Ahnung von was da überhaupt rede, was ich da tue. Und das ist halt nach wie vor immer noch so. Und dann hat sich dann halt alles irgendwie so entwickelt, dass man dann noch mehr Künstler auch in dem Sound, den man selber mag. Ja. Dann zu der Zeit war ich auch eher so ein random Dude, der auch keine Ahnung von Künstlern hatte, welchen Sound und wie auch immer. Ich habe mich da halt hart reingefuchst und dann ist dann alles irgendwie so Step by Step entstanden. So, okay, den Typen, Matt Sassari finde ich geil, den finde ich geil, André Winter finde ich geil, Oliver Huntemann, jetzt lass die mal alle anschreiben und connecten und schauen, ob wir da irgendwas gerissen bekommen. Und dann waren halt schon echt ein paar Größen auch am Anfang dabei, die dieses Projekt und die Vision cool fanden. Die haben dann gesagt, okay Lars, hier sind ein paar Tracks so, mach halt mal. Und dann sind wir dann gestartet und jetzt bei 100, die 100 habe ich zusammen mit dem lieben Keins gemacht. Mega, mega geile Remixe, ich feiere die endlos. Teilweise sogar der Back-to-Back-Remix ist geiler als mein Original. Hört euch den an, die Nummer ist so fuego. Cool. Und 100 Releases hätte ich mir eigentlich nie erhofft, weil wie gesagt, wir haben gesagt, komm, wir machen mal und gucken, wo es hinführt. Und am Ende sind wir dann... Ja, genau, also auch gute Beratung von euch. So, ich hatte damals den Chris als Labelmanager und er hat mir dann immer gesagt, hey, selektier die Releases, mach mal so und so 4 Tracks nur, mach die Sachen. Da wart ihr mir schon eine große Hilfe, so, weil ihr ja auch jahrelange Erfahrung habt und war auch mein Glück, weil deshalb war auch diese deutsche Sprache und diese Sachen waren da auch ein großer Vorteil, plus dass ihr auch bei Beatport, Spotify immer gut aufgestellt seid, hat mir dann auch für verschiedene Banner, Features und Sachen geholfen. Und da war ich dann auf diesem Drive, okay, wir releasen jetzt entweder alle 2 Monate oder wir machen das jetzt mal jeden Monat oder alle 3 und irgendwie ging es so ab, dass wir dann jeden Monat am Ende released haben. Ja. Und so will ich es halt auch halten, weil so alle einen Release im Monat, den Fokus drauf halten, das reicht aus, weil sonst ist nur noch Masse statt Klasse. Ich sehe es halt bei anderen Labels, die ich verfolge, da komme ich selber gar nicht mehr als Künstler mit und ich bin schon super deep in dieser Materie drin. Wenn ich dann halt meine Freunde und andere Leute frage, die kommen bei uns da auch schon teilweise nicht mit, wo es halt alles Monat ist. Genau, ich wollte gerade schon sagen, ein Release pro Monat ist schon relativ sportlich, muss ich sagen. So. Aber ich meine, ihr steht für Qualität, das habt ihr jetzt auch gezeigt, selbst mit 100 Releases in 8 Jahren. Ihr habt ja wirklich große Schritte jetzt auch in den letzten Jahren gemacht nochmal und euch wirklich auch als starkes Label in diesem Sound etabliert. Und also ich kann nur Glückwunsch dazu sagen. Wir sind auch mega happy mit euch, arbeiten voll gerne mit euch zusammen und es macht einfach total Spaß. Ja, genau. Was sind denn trotzdem so auch nächste Ziele für das Label? Hast du irgendwas im Auge für das Label? Irgendwelche große Künstler geplant? Große Künstler geplant, ja, also die kommen immer mal wieder, so die großen Künstler. Die Frage ist immer so, was versteht man unter groß und klein? Irgendwie letztens hatte ich einen neuen Dude entdeckt, der ist wirklich bis jetzt, der hat noch nie richtig angefangen. Er hat sich halt zu Hause hingesetzt, produziert, hat jetzt Kurse gemacht und so weiter. Ben Bosser nennt sich der kleine Dude, ist 17 Jahre alt, aber eine mega coole Sau und macht so einen Sound wie Boris Brecher. Und wenn ich den dann höre so und vergleiche, die sind fast 1:1 so von der Qualität und allem. Man muss dazu sagen, wir haben auch einen geilen Mixdown und Mastering Dude, Sid Inc. an der Stelle. Aus Helsinki, macht die absoluten Knallersachen und an ihn verweise ich dann halt auch öfters mal und dann werden die Produktionen dann nochmal auf ein anderes Level geschoben. So, und dann hat er auch die Mixdowns machen lassen, die Sachen kamen zurück, ich habe die im Club getestet und dachte mir, Junge, was ist denn bei dir los? So, kommt auch bald auf unserem zweiten Label, ne, weil wir ja auch schon so lange am Start sind. So. Wir haben dann inzwischen ja auch ein zweites Label noch gegründet, George Dropping Records und da supporte ich immer wieder gerne, generell auf beiden Labels, junge Leute und mix die dann immer mit größeren Acts, beziehungsweise mit einer die mehr Reichweite haben, um einfach zu erzielen, dass die Leute auch gehört werden. So war damals auch meine Taktik als Nobody Boho, so mach mal Collabs und verschiedene Sachen mit verschiedenen Acts zusammen, die schon etabliert sind, die ich selber super abfeier und dann kann man auch nochmal von den Produktionen ein bisschen offener sein. Mein Sound ist mehr so minimal und technoid
Paranoid. So konnte ich dann mal einen Touch in die Indie-Dance-Richtung gehen, ein bisschen progressiver werden, ein bisschen melodischer und das war auch auf jeden Fall eine coole Sache. Cool. Und das führe ich halt bei den beiden Labels nach wie vor komplett durch, diesen Leitfaden. Und da sind auch alle dankbar und meistens kriege ich immer direkt, wenn ich irgendwelche Originale geschickt bekomme, die Frage, wen können wir als Remixer nehmen? Obwohl ich manchmal oder aktuell zu dem Standpunkt gekommen bin, dass manchmal schon sinnvoller ist, einfach weniger ist mehr und dann eher den Fokus auf die anderen Acts gepaart mit einem Remix vielleicht nur, um einfach so ein bisschen Welle zu schieben oder halt eine Variation drin zu haben. Teilweise ist es ja auch wirklich cooler dann zu sagen, okay, ich nehme vielleicht ein Artist, der vielleicht eine Spur kleiner ist als ein anderer, der aber dann mehr Bock hat, das Release zu promoten, mehr Bock hat auch irgendwie Gas zu geben rund um das Release und nicht irgendwie 2 Wochen später dann auf einem anderen Label veröffentlicht und das einfach nur so irgendwie als Beiwerk oder als irgendwie... Du hast mir ein großes Dorn im Auge, da hast du auf jeden Fall einen getroffen. Ist so eine Sache, die nervt mich manchmal bei verschiedenen Künstlern. Ich weiß nicht warum, dann wird so ein Release gemacht, man gibt sich auch hart viel Mühe, sitzt absolut, da dann stundenlang und dann ist Zeit für dieses Release. Wir haben hier voll mit Cover, mit allen Sachen, mit euch, ich rufe dich noch an, können wir hier die Nummer featuren und da. Und dann ist dann so ein Posting und die Nummer ist dahin gerotzt und die war's. Also das finde ich manchmal bei größeren Acts echt schwierig oder die teilweise, ich weiß nicht, ob die dann irgendwann an einem gewissen Punkt immer so ihre Starallüren entwickeln, auch wenn man auf allen großen Labels release. Ich meine, ich habe letztendlich auch schon auf irgendwie fast allen namhaften Techno-Labels released und würde trotzdem promote ich jedes Release, egal wo ich bin, bis zum Schluss und finde es halt eigentlich geil, wenn man diese Community so zusammenhält. Erstens, ja, junge Leute haben mehr Bock oftmals. Da fehlen dann manchmal so diese Skills nur, aber die kann man ja als Label-Owner oder als Vertrieb und verschiedene dann einfach auch an die Hand geben. Ja. Das klappt auch ganz gut. Da bin ich auch echt dankbar, dass man da so diesen Drive gefunden hat, dass die Leute dann auch sagen, hey, mega cool, danke, dass ich überhaupt in einem Team sein kann, dass ich einen Podcast für euch mache. Also Podcast, ne? Worüber reden wir? Das ist so eine Sache, da gebe ich einen Termin ein. Ich lade da gerne Leute ein und habe da auch so eine Reihe. Für mich ist wichtig, dass in den Podcasts zum Beispiel jeder wirklich 100% seinen Sound spielt. Ja. Da suchen wir auch mal einen Hard-Techno-Act, einen Act, der super deep ist, mal einen, der nur auf 120 BPM spielt, alles andere als Janowitz-Sound, um einfach so eine Variation und Vielseitigkeit zu zeigen an Sounds, weil ich genauso in meinen All-Night-Longs spiele, so von A bis Z ist dann da wirklich komplett alles mal drin und so stelle ich auch die Releases oft zusammen. Cool. Dass man immer mal wieder einen Original-Techno-Track hat und dann mal einen minimalen Remix oder einen progressiven. So kennst du ja alles selber. Und funktioniert gut, wird gut angenommen und deshalb auch mit diesem immer klein und groß, alles schön gemixt. Das ist so eine coole Sache. Ja. Mega, cool. Cool, ich glaube, wir kommen jetzt auch schon Richtung Ende des Interviews eigentlich schon fast. Bevor es aber wirklich zu Ende ist, haben wir uns noch ein kleines Spiel überlegt. Also das Spiel ist relativ simpel. Du hast hier 2 Schilder, einmal Ja und einmal Nein. Ja. Und wir fragen dich eigentlich jetzt, oder wir stellen dir jetzt einfach so ein paar klischeebehaftete Fragen rund um das DJ-Dasein, das Label-Dasein. Und du darfst sie dann gerne mit Ja und Nein beantworten. Und so vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, warum ja und oder eben nein. Erste Frage. Als DJ sieht man viel von der Welt. Ja, würde ich schon sagen. Ja? Wenn man gut ist und auch viele Möglichkeiten dann irgendwann hat, wo die Leute einen auch einladen. Ich hatte immer schon den Traum gehabt, nach Hollywood zu gehen, entweder privat oder wie auch immer. Dann hatte ich eine Möglichkeit als Booking und dann bin ich in Hollywood gelandet, dann in Australien, dann keine Ahnung, in verschiedensten Ländern. Und deshalb fettes Ja und es ist einfach auch eine Prestige und eine ganz tolle Sache, die man halt als DJ erleben darf. Ja. Also das ist eigentlich ein Traumjob. Voll. Ja, wo ich Mauritius am Strand, weißer Strand, blaues Meer, kranker geht halt gar nicht mehr so. Andere heiraten dort und ich durfte dort auflegen. Deshalb ist das so eine Sache Wahnsinn. Also wirklich einfach nur geil und Reisen ist auch so das Nonplusultra. Ja. Was mich nur oft nervt, sind so die Zeiten, wenn dann Delay ist, wenn du irgendwo am Flughafen oder in der Bahn sitzt, warten musst, weil, falls du es mitbekommen hast, meine EP hieß auch mal Ungeduld, die ich auf Sensor release. Bin der größte und ungeduldigste Mensch ever. Okay. Und dann ist halt Warten auch echt so ein Negativding, aber gehört zum Reisen
Anreisen dazu. Gehört leider dazu, ja. Wenn es dann nur so die Sache ist, dann ist das kleinste Problem. Ja. Aber wirklich, ganz großes Ja. Cool. Dann Frage Nummer 2. Du bist vor einem Live-Gig immer aufgeregt? Beide so ein bisschen. Also es kommt drauf an, so langsam hat man ja so ein bisschen Routine, aber ich fände es schade, wenn es jetzt tatsächlich auch so wäre, dass ich so abgeklärt bin. Verschiedenste Gigs, also zum Beispiel Spoiler, wo ich im Watergate mein Debüt hatte, auch an meinem Geburtstag, witzigerweise vor 2 Jahren. Es war noch gerade in der Pandemie, also da hat die angefangen irgendwie, im März ist die ausgebrochen und ich habe am 10. Februar Geburtstag. Shoutout an den lieben The Reason Why, mein Bro hat auch dann Geburtstag und wir haben im gleichen Jahr und gleichen Tag Geburtstag, haben dann dort gefeiert und er hat mich dann halt zu seiner Veranstaltungsreihe eingeladen und dann haben wir den Mainfloor unsicher gemacht. Es war ein wahnsinnig krasses Erlebnis für mich, war wirklich Wahnsinn. Und da habe ich gefühlt 2 Wochen vorher schlecht schlafen können. Ich war wirklich 2 Tage vorher super krass aufgeregt. Also das hatte ich auch an keinem anderen Gig so. Selbst obwohl ich so irgendwie in andere Länder geflogen bin oder wie auch immer. Aber Watergate war so voll dieses Ding. Ja, da war eine mega Aufregung. Und ansonsten halt so, okay, wo fliegst du hin? Indien zum Beispiel. Keine Ahnung, was da in dem Land passiert. Ich war noch nie dort. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Und dann war es halt auch, ist alles immer ein bisschen aufregend. Und wie gesagt, es gehört dazu, es wäre schade, wenn es alles komplett weg wäre. Genau, ja. Aber nach dem ersten oder zweiten Übergang ist die Nummer geritzt, so dann ist immer alles cool. Ich bin voll bei dir, ja. Also so geht es mir tatsächlich auch vor jeder Show. Irgendwie ist so eine Grundnervosität auf jeden Fall da, aber sobald man dann loslegt, dann ist man voll in seinem Tunnel irgendwie drin und hat echt Bock. Ja. Voll. Gut, dann kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage. Elektronische Musik wird immer mehr zum Mainstream. Ja, würde ich auf jeden Fall behaupten. Nachdem ich letztens meine Mama gesehen habe, dass sie auch zu meiner Mucke mal getanzt hat. Gar keine, die sonst irgendwie Xavier Naidoo hört oder sonstige andere Tracks. Oder halt generell, du siehst diese Entwicklung, wenn ich jetzt wirklich krass war, so in Indien hören die halt fast nur Bollywood-Mucke oder irgendwie so random Stuff. Und wie du siehst, wie alles immer moderner wird, wie die sich dann auch auskennen mit Künstlern und die Bookings und so weiter oder halt auch aus Land XY, so wo dann dort Techno gehört wird, merkst du, alles klar, das ist schon kommerzieller geworden und auch halt, wenn man dann bei Spotify irgendwie so, dann hat sich ja diese 1 Million irgendwann mal erreicht mit einem Track. Ich meine, in einem Underground passiert keine 1 Million Plays, das ist dann irgendwann halt auch mal kommerziell. Und außerdem, wenn man verschiedene Gagen und Sachen erreichen will oder wenn ich hier von Steve Aoki, dem Kuchenschmeißer und keine Ahnung, irgendwelche Sachen sehe, das ist pures Mainstream. Aber es ist auch in Ordnung und hat seine Daseinsberechtigung. Voll, ja, also ich sehe das genauso. Mainstream heißt ja nicht automatisch irgendwie, dass es schlecht ist. Genau. Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, der Irrglaube, der in vielen Köpfen immer noch herrscht. Absolut. Die immer noch irgendwie wollen, dass elektronische Musik underground bleibt. Ich finde auch, also unabhängig jetzt auch von der Musikrichtung im elektronischen Bereich, es wird immer kommerzieller und ich finde, das tut der Szene trotzdem auch gut und es schafft Aufmerksamkeit auch für kleinere Künstler oftmals und ja. Es ist auch eine witzige Entwicklung, so alle wollen ja so underground sein, dass die eigentlich alle kein bisschen underground sind. Ja. Auch so mit diesem, okay, ich trage schwarz aber ungefähr seitdem ich 15 bin, weil ich war früher Friseur und in einem Friseurjob musste entweder weiß oder schwarz tragen und deshalb jetzt seit 18 Jahren schon in schwarzem Dress so und dann kam es irgendwie, alles ist in, wir sind Berghain, wir sind hier, wir sind so underground, wir sind so Berlin und wenn du halt diese Sprüche siehst, hörst, hier von den Kids, die dann irgendwie gerade irgendwie so 18 geworden sind, gehen dann feiern und sagen, na, auch so Klamotten an und in dem Club gewesen, ist dann halt auch witzig irgendwie so. Ja, cool. Lars, vielen Dank für deinen Besuch, für das tolle Interview, für die coolen Insights. Und ja, an euch, das war die 3. Ausgabe unseres Dictes-Interviews. Ihr seid ganz bald wieder dabei bei dem nächsten. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao.